neuen Video. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute geht es darum, dein inneres Kind wieder spielen zu lassen. Yes! Warum ist das so wichtig, dein inneres Kind wieder spielen zu lassen? Oder wenn du diesen Ruf hörst, irgendwie auf dem Spielplatz ein Spielzeug siehst oder irgendwas, was du gerne machst, dass es super wichtig ist, diesem Ruf dann auch zu folgen und genau das zu tun, worauf du gerade Bock hast. Das ist für mich so die Definition davon, unser inneres Kind spielen zu lassen. Dass wir einfach schauen, was macht uns Spaß, was bereitet uns Freude und wo empfinden wir dieses euphorisierende Gefühl dabei. Weil wenn du dir das einfach mal anschaust, so Kinder spielen auf dem Spielplatz und haben einfach Spaß dabei. Die lachen, die machen einfach nur das, worauf sie gerade Bock haben. Und machen sich nicht Gedanken darüber, was in der Zukunft ist, was in der Vergangenheit war, sondern sind einfach nur im Hier und Jetzt präsent. Und genau dieses Gefühl kriegst du auch, wenn du dein inneres Kind wieder zum Spielen bringst. Und was gibt's für einen passenderen Ort als auf dem Spielplatz zum Beispiel? Wenn du eine Seilbahn siehst. Ey, eine Seilbahn. Eine Seilbahn. So, ich gehe da hin, guck mir die Seilbahn an und denke mir jedes Mal, Alter, jetzt geht's los. Jetzt drehe ich eine Runde auf der Seilbahn. Solche Sachen. Oder einfach das zu tun, was dir Spaß macht. Wenn du zu Hause sitzt und du überlegst dir, okay, wobei empfinde ich richtig Freude? Wobei empfinde ich so ein Glücksgefühl? Das können unterschiedlichste Dinge sein. Das kann einfach eine Runde durch den Wald sein. Das kann mit dem Fahrradfahren sein. Das kann Schwimmen sein, Klavier spielen, auf dem Spielplatz mal wieder Seilbahn fahren, Trampolin springen. Solche Dinge, die dir einfach nur Spaß machen, wo du im Hier und Jetzt präsent bist, ohne dir die ganze Zeit Gedanken zu machen an die Zukunft oder an das, was war, an die Vergangenheit. Und wenn du dir wieder erlaubst zu spielen, dann wirst du merken, dass dir das so ein inneres Glücksgefühl schenkt, dass du daraus unfassbar viel Energie ziehen kannst, dass es dir einfach gut tut, zwischendurch auch mal so kindliche und einfach leichte Dinge zu machen, die deinen Kopf durchlüften, wo du dich einfach frei fühlst, wo du diese kindliche Euphorie in dir wiedererwecken kannst. Du weißt, glaube ich, ganz genau, was ich meine und ich möchte dir hier mal gerne den Impuls mitgeben, dass du mir das in die Kommentare schreibst. Dass du mir in die Kommentare schreibst, wobei du diese kindliche Euphorie empfinden kannst, wo du einfach Spaß hast, wo du lachst, einfach nur so, weil du genau das, was du gerade tust, voll und ganz genießen kannst, weil du nur im Hier und Jetzt präsent bist. Das ist diese innere Stimme, dieses innere Kind, wenn du das wieder zulässt. Denn gerade in dieser ganzen ernsten Welt mit den ganzen erwachsenen Themen finde ich es umso wichtiger, dass wir uns auch Zeit dafür nehmen, unser inneres Kind wieder rauszulassen, zum Spielen. Dass wir uns diese kindliche Euphorie beibehalten. Deswegen, wenn ich an der Seilbahn vorbeigehe, dann drehe ich einfach eine Runde, weil ich Bock darauf habe. Oder wenn ich irgendwie den Impuls spüre, okay, mich zieht's jetzt in den Wald, mich zieht's in die Natur, dann gehe ich dem nach, dann gehe ich da raus und komme danach zurück und fühle mich einfach unfassbar gut. So ganz kleine Dinge. Oder letztens am Strand, als wir in Holland waren, einfach so, dann ist die Flut zum Beispiel gekommen und dann zieht das Wasser ja immer raus, ja. Flut halt, ne? Und dann, wie früher irgendwie mit der Hacke so in den Sand, so ein paar Bahnen gezogen, dass das Wasser dann so da durchfließt. Einfach das innere Kind zum Spielen habe ich einfach voll viel Spaß. So. Und ja, das wieder zuzulassen, das wieder rauszulassen, einfach mal wieder diese kindliche Euphorie in mir zu wecken. Das ist unfassbar geil, was dadurch dann entstehen darf, was du für eine Energie dadurch zurückbekommst. Das heißt, nimm dir diese Zeit, um dein inneres Kind spielen zu lassen. Es ist super wichtig, das nicht runterzudrücken, das nicht einfach zu ignorieren, wenn dieser innere Ruf kommt. Dass dein inneres Kind dir sagt, anklopft und sagt, ey, ich will jetzt mal wieder spielen, ich will jetzt mal wieder diese Euphorie, diese Freude erleben. Und deine Aufgabe ist es, diese Stimme nicht zu überhören, sondern das zuzulassen. Und komm dir da bitte nicht dumm bei vor, wenn du dich auch mal gerne mit mittlerweile 26 auf den Spielplatz setzt und gerne schaukelst. Weil du einfach Spaß dabei hast, weil es dich einfach glücklich macht und weil du dabei dann wieder diese Glücksgefühle in dir selbst wecken kannst. Das wurde uns ja so ein bisschen abtrainiert, dass irgendwie nur Kinder auf dem Spielplatz spielen dürfen und die Erwachsenen dann daneben stehen und zuschauen sollen. Aber ey, spiel doch einfach mit. Spiel doch einfach mit. Geh mal schaukeln. Irgendwie schaukel ich gerade ein bisschen schief, aber es macht doppelt Bock. Also, schenk dir selbst diese Zeit, geh auf den Spielplatz, hab Spaß oder mach einfach das, wobei du diese Freude, diese Leichtigkeit wieder empfindest, was dir dieses Gefühl von, du weißt ganz genau, welches Gefühl ich meine, oder? Dieses Gefühl von Freude, von innerer Zufriedenheit, von Leichtigkeit, wo du dich selber ins Hier und Jetzt befördern kannst. Und das muss nicht sein, dass du irgendwie schaukeln gehst oder so. Das kann auch sein, dass du eine Meditation machst oder ein Workout oder Fahrrad fährst. Einfach Dinge, die dir Spaß machen,
die dir Leichtigkeit bringen. Und natürlich habe ich mir ja auch noch ein paar von euren Antworten rausgesucht, denn ich habe euch ja letzte Woche gefragt, was ihr gerne machen würdet, wenn ihr einen Tag wieder Kind wärt. Einmal auf den Spielplatz gehen. Jawohl, da sind wir doch. Trampolinspringen, sehr, sehr schön. Trampolinspringen geht immer gut. Hätte ich auch mal wieder Bock. Das wird als erstes gemacht, wenn der Rücken wieder stabil ist. Wasserspielplatz, auch ganz wild. Wasserpark, Wasserrutschen, oh. Wasserrutschen sind auch eine ganz, ganz üble Nummer, um das innere Kind wieder spielen zu lassen. Sehr, sehr geiler Impuls. Sorgenfreiheit genießen. Ja, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich finde es übrigens sehr, sehr witzig, was du als 26-Jähriger so für Blicke auf den Spielplatz kassierst, wenn du hier einfach alleine mit einer Kamera auf der Schaukel sitzt. Ist natürlich auch irgendwie eine komische Situation, aber es ist mega witzig, wie die Leute dann gucken und du den Leuten einfach ein Lachen schenken kannst. Das ist herrlich. Also, hallo! Sorgenfreiheit genießen. Ja, das ist genau das, was ich damit meine. Sorgenfreiheit genießen, wenn du diese innere Freude spürst, wenn du dieses innere Glücksgefühl hast, dann denkst du nicht daran, was in der Zukunft passiert, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern du bist nur im Hier und Jetzt präsent. Und dann hast du keine Sorgen, dann hast du keine Ängste, keine Zweifel. Oder hast du jemanden irgendwie einen 2-, 3-, 4-Jährigen, eine 4-Jährige gesehen, die sich Ängste, Sorgen oder Zweifel macht über die Zukunft oder was in der Vergangenheit passiert ist? I doubt it. Also, innere Euphorie, dieses innere Kind zum Spielen bringen, schenkt dir Sorgenfreiheit. Und das zu genießen ist richtig schön. Geiler Impuls. Wippen. Wippen. Haha. Gute Idee. Wippen. Und alleine wippen ist schwierig. Ich nehme mal hier die Wipp-Alternative. Die Wipp-Alternative. Oh. Wippen. Jo, okay, alles klar. Das war früher irgendwie leichter. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Liebe Grüße. Ja, ich mache mir jetzt gleich auch einen Kaffee. Vielen, vielen Dank fürs Teilen eurer Impulse, was ihr machen würdet, wenn ihr einen Tag wieder Kind wärt. Und was ich dir hier gerne für einen Impuls mitgeben möchte. Mach das doch einfach. Mach das doch einfach heute, was du hier in den Fragensticker geschrieben hast. Sei einen Tag wieder Kind und starte mit dieser kindlichen Euphorie in dein Wochenende. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist. Ich hoffe, die Impulse haben dir gefallen. Wenn es dir geholfen hat, lass mir gerne einen Daumen da, ein Abo da. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dein inneres Kind zum Spielen rauszulassen. Bis zum nächsten Video. Yes! Oh Mann. Die Produktion des Videos hat, glaube ich, echt am meisten Bock gemacht. Schönen Tag.